herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Biskerstunde. Und es ist für mich das ganze Jahr Käsekuchenzeit. Und deswegen zeige ich euch heute einen interessanten Käsekuchen, und zwar Käsekuchen mit Streusel. Und da gehen wir einfach traditionell vor, indem wir zuerst den Teig für den Boden und für den Rand machen. Und für diesen Teig mischen wir erstmal Zucker mit Vanillezucker und Mehl mit Backpulver. Auch benötigen wir weiche Butter, und diese weiche Butter geben wir in eine Rührschüssel und schlagen sie cremig auf. Wir geben anschließend dann die Zuckermischung hinzu und schlagen weiter alles kräftig durch. Ja, was für Zutaten fehlen jetzt noch? Also das ist ein Ei, dann ganz wichtig Salz und natürlich die Mehlmischung. Wenn wir nun das Mehl hinzugegeben haben, dann kneten wir das Ganze mal für ein paar Minuten lang durch. Später teilen wir dann den Teig in 2/3 und 1/3 große Teile. Warum? 2/3 des Teiges, daraus machen wir den Boden, und aus dem 1/3 Teig machen wir nachher den Rand. Aber zuerst geben wir ihn dann erstmal in den Kühlschrank zum Abkühlen. Weil für die Füllung haben wir noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Zum Beispiel eine halbe Zitrone auspressen, die Backform mit Backpapier auszustatten oder die Eier zu trennen. Bei der Backform lege ich nur den Boden mit Backpapier dieses Mal aus und fette den Rand so richtig kräftig ein. Nach einer halben Stunde können wir den Teig schon mal rausholen. Und dafür bemehlen wir die Arbeitsfläche, weil jetzt tun wir den einen Teig mit dem 2/3 Teig ausrollen. Denn aus dem 2/3 Teig machen wir natürlich jetzt den Boden, und aus dem Rest machen wir den Rand. Gleich danach kümmern wir uns um die Füllung, wenn wir den Teig in der Backform haben. Aber der Zeitpunkt ist jetzt aber auch mal ganz gut, ans Aufheizen des Ofens zu denken. Weil den können wir jetzt auf 170 Grad Ober- und Unterhitze einstellen. Und gleich danach machen wir weiter mit der Füllung. Da geben wir dann die Butter in eine große Rührschüssel, und auch die schlagen wir natürlich wieder kräftig auf. Wäre natürlich jetzt auch ganz gut gewesen, wenn wir jetzt den Quark und die Mascarpone schon mal eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank genommen hätten, damit die sich natürlich erwärmen kann auf Zimmertemperatur. Aber erstmal machen wir mit der Butter weiter. Da geben wir den Zucker hinzu und etwas später dann schrittweise die Eigelbe.
Nach den Eigelben geben wir auch noch den Zitronensaft von dieser halben Zitrone hinzu. Ja, dann fehlen da nicht mehr so viele Zutaten. Zum Beispiel Vanillezucker geben wir hinzu, Bourbon Vanillezucker, 2 Vanille-Puddingpulverpackungen, dann natürlich den Quark und die Mascarpone. Es ist natürlich klar, dass wir alles richtig lange durchrühren, damit alles homogen ist. Und wir kratzen auch mal alles vom Rand runter, von der Schüssel, damit da auch alles homogen ist. Schließlich kann mein Mixer nicht alles am Rand so richtig schön sauber erfassen. Deswegen streiche ich dann mit dem Teigschaber das Ganze mal runter. Wenn die Füllung dann schön homogen ist, sind wir immer noch nicht fertig, weil die Eiweiße, aus denen stellen wir jetzt Eischnee her. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen Zucker zur Hilfe. Sobald der Eischnee fertig ist, ziehen wir ihn unter die Füllung, bzw. heben den Eischnee richtig vorsichtig unter. Gut, mittlerweile müsste auch der Ofen dann schon die Temperatur erreicht haben und wir geben die Füllung auf den Teig drauf. Natürlich streichen wir dann den Teig schön glatt. Ja, und der Kuchen, der kommt für 65 Minuten insgesamt in den Ofen. Aber nach 20 Minuten holen wir ihn wieder raus. Warum? Weil dann machen wir Streusel drauf. Und diese Streusel, die stellen wir jetzt her. Dabei verwende ich für meine Streusel meistens immer nur 3 Zutaten. Mehl, Zucker und Butter bzw. Margarine. Mit der Butter fange ich dabei an, die schlage ich kräftig auf. Dann gebe ich Zucker hinzu und später noch das Mehl. Das Ganze knete ich dann kurz durch, aber nicht, dass sich ein großer Teigbollen bildet, sondern kleine Streuseln. Am besten wäre natürlich, wenn kleine Streusel sich bilden würden. Und wie schon gesagt, nach 20 Minuten holen wir den Kuchen kurz raus und geben auf die Füllung die Streusel drauf. Warum denn nach 20 Minuten und nicht gleich von Anfang an? Ja, ganz einfach. Wenn die Streuseln doch zu groß sind, dann werden sie in den ersten 20 Minuten in den Kuchen einsinken. Aber nach 20 Minuten hat sich auf dem Käsekuchen schon eine leichte Haut gebildet und die Streuseln haften immer noch gut an und sinken aber nicht ein. Nach den 65 Minuten machen wir den Ofen einen Spalt weit auf für 30 Minuten. So kühlt der Käsekuchen nur ganz langsam ab. Dummerweise habe ich dieses Mal eine 26er Backform verwendet und der Kuchen ist übergelaufen. Aber der Schaden hielt sich in Grenzen, sodass der Kuchen doch noch gelungen ist. Natürlich ist jetzt die Vorfreude so richtig groß, weil jetzt schneiden wir uns ein schönes Stück Käsekuchen ab
und schnabulieren und probieren diesen super leckeren Käsekuchen mit Streuseln. Ups, und da wollte was nicht mit auf den Teller. Aber ich bin ein Schwab. Da wird alles verwendet. Da wird nichts verschwendet. Ja, und dieser Kuchen, ehrlich, hat reine Begeisterung ausgelöst. Den müsst ihr probieren. Der ist so lecker und einzigartig. Gut, wir sind aber am Ende angekommen von dieser Folge von Norbis Kochstunde. Ich hoffe, euch hat dieser Film über diesen super leckeren Käsekuchen gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.